Die Angst vor dem Nichts. Er lag auf einer starren Pritsche inmitten eines ekelhaft nach kaltem Schweiß und Sperma stinkenden Raumes. Es war ein feuchtes Kellergewölbe. Nur das Geräusch einer Mücke war zu hören. Marco dröhnte der Schädel. Dieses gleißende Licht aus der beschädigten Röhre machte ihn blind. Daneben, auf dem kalten Steinboden, dampfte frisch Erbrochenes. Er fragte sich, ob es seines war oder das eines Vorgängers. Erst wenn man alles verloren hat, ist alles verloren. Marco hatte alles verloren. Sowohl sein bisheriges Leben als auch seine Erinnerung daran. Das eine hatte er freiwillig verraten, das andere wurde ihm herausgeprügelt. Langsam ließ er seine Augen durch den Raum wandern. Sein Blick war verschwommen, alles blendete, und so schloss er sie wieder. Kapitel 1 Vor einem Jahr. Wie Marco Indeciso Zweifel aufkommen. Finanzkrise, Wirtschaftskrise und Rationalisierung und jetzt Covid-19. Die Medien, aber auch die Gespräche bestanden aus nichts anderem mehr. Zu keiner Zeit konnte man diesen dumpfen Drohungen aus dem Wege gehen. Ob morgens im Bad beim Zähneputzen oder am Frühstückstisch mit seinen 2 kleinen schweigsamen Töchtern. Auch während er fluchend im Stau steckte. Natürlich ebenso im Büro, wenn Marco geduldig wie ein Esel Statistiken führte und ständig erklären musste, ja grafisch darstellte, wieso er dort überhaupt arbeitete und wofür er zuständig war. Übrigens erntete er für seine Überstunden nur den Spott der Kollegen. Nicht zu vergessen die Abende, als die Lampen ihr Licht auf die verstopften Straßen warfen und das Karussell namens Stadt in grellen Farben zu leuchten begann. So auch in den Autos, in denen sich die Übelgelaunten nach Feierabend abreagierten. In der Küche beim Zwiebelschneiden, beim Umrühren, Kosten und Würzen der Soße und sogar noch kurz vorm Abendessen. Dann endlich mit der Frau und den beiden schweigsamen Töchtern. Während dieser ganzen Zeit kam es ihm so vor, als wollte die Welt keine Luft holen. Kaskaden von apokalyptischen Szenarien stürzten von den Lautsprechern auf ihn herab und verwirrten ihn. An jenem Abend fuhr Marco Indeciso seinen Audi Baujahr 96 in die viel zu enge Garage. Eine Tatsache, der man sich an den Außenspiegeln vergewissern konnte. Während er völlig matt den stotternden Motor abstellte, hämmerte das Autoradio mit seinen Hiobsbotschaften weiter auf ihn ein. Mit Wucht schmetterte er das Garagentor zu, während die Stimme aus dem Radio zur Höchstform auflief. Wenn wir weiterhin tatenlos bleiben, wird die Erde ohne die Menschheit ihre Kreise ziehen, tönte es. Und wen würde das stören? Dachte er sich. Die Fische in den Fangnetzen der überdimensionierten Staubsauger, welche die Ozeane leersaugen? Oder die Vögel, die sich von pestizidverseuchten Insekten ernähren, oder gar die ölverseuchten Kreaturen, die wir regelmäßig an den Küsten der Meere elendig verenden sehen? Den Affen müsste der Mensch doch sicher eine Träne wert sein. Er würde es gewiss schrecklich langweilig finden, ohne elektrische Stöße an seine Nahrung zu kommen. Aber würden alle diese unsere Untertanen nicht schließlich auch mit uns verenden? Dass Marco sich an diesem Tag solche Gedanken machte, irritierte ihn. Für gewöhnlich drangen die blechernen Worte aus dem Radio in sein Ohr, aber nicht in seinen Kopf. Verwundert setzte er sich wieder ins Auto und schaltete das Radio aus. Es wurde still, das heißt, bis auf diesen technischen Tinnitus in seinen Ohren. Es klang nach Glasfaserleitungen. Es fühlte sich an, als würden Datenpakete mit Highspeed durch seinen Schädel schießen. So musste es wohl klingen,
wenn man sich von allen betäubenden Einflüssen freimachen wollte. Dies waren die entsetzlichen Nachwehen. Er drückte schnell auf den Einschaltknopf und ließ sich langsam beruhigt in den Sitz fallen. Eine wohltuende Frauenstimme verlas die endlosen Staumeldungen. Sollten sie doch alle in ihren Autos schmoren. Er war zu Hause. Jetzt schaltete er das Radio erneut aus und verließ die Garage. Als er durch die Haustür ging, erwartete ihn Luisa. Sie passte schon seit 3 Jahren auf Marcos Kinder auf. Luisa war weit über 50 und gering unter 60. Ihre Fülle und die glücklichen dicken Bäckchen spannten ihre Haut sehr vorteilhaft. Sie stammte aus den Philippinen. Einst musste sie ein sehr hübsches Mädchen gewesen sein. Die strahlenden dunklen Augen, ihre großzügigen Lippen und vor allem dieses kindliche Lächeln mit ihren weißen Zähnen konnten auch heute noch verzaubern. Wenn Luisa anwesend war, zog Wärme in das ansonsten recht kühle Haus ein. »Guten Abend, Luisa.« Marco zog die Schuhe aus und schlüpfte in seine Pantoffeln. »Wo sind die Mädchen?« »Guten Abend. Die Mädchen sind in die Bad, bald schlafen.« Sie kratzte sich am Kopf und lächelte. Luisa war schon 20 Jahre in Deutschland und hatte sich mit diversen Putzjobs etwas Taschengeld dazu verdient. Nötig hatte sie es nicht. Ihr Ehemann arbeitete schon viele Jahre bei der Daimler AG als Ingenieur. Sie hatte Gefallen daran gefunden, und wenn ihr Mann im Ausland arbeitete, was aufgrund seiner Sprachkenntnisse häufig geschah, so schlief sie auch bei den Indecisos. »Hat meine Frau angerufen?« »Ja, sie kommen sehr spät, muss viel arbeiten.« »Aha.« Er trat in die Küche, stellte einen Topf Wasser auf den Herd und setzte sich auf einen Stuhl. Damals, als er der alleinige Geldverdiener war, aßen er und seine Frau gemeinsam. Seit Johanna wieder arbeitete, war sie selten zu Hause. Ständig irgendwelche Besprechungen, wichtige Dinge mit wichtigen Leuten. Alles drehte sich bei ihr um Psychologen und Psychopathen. Nur wer welche Rolle tatsächlich innehatte, ist ihm nie klar geworden. Er konnte es nicht ertragen, dass sie wieder etwas aus ihrem Leben gemacht hatte. Er war misstrauisch und eifersüchtig. Anstatt am Abend bei ihrem Mann und ihren Töchtern zu essen, kümmerte sie sich um die Probleme anderer. Aus ihrer Sicht wunderte es ihn nicht, schließlich war das Lob für ihre Taten dort öffentlich. Die Leute helfen auf Missionen in der dritten Welt und hinterlassen zu Hause geschädigte Kinder. Sie werden Tierschützer und vergessen dabei ihren eigenen Nachwuchs. »Wo ist denn bloß der verdammte Reis?« brüllte er. Sie war es auch gewesen, die bestimmt hatte, wie das Haus eingerichtet werden sollte. Vor allem die Küche. Rot musste sie sein, lose Module, aber nicht die von Ikea. Einmalig musste die Küche sein. Stell dir vor, wir gehen zu den Nachbarn und treffen auf die gleiche Küche. Stell dir vor, wir sitzen sonntags in der Kirche und jeder weiß, dass wir Ikea huldigen. An diese zu oft gehörten Worte erinnerte sich Marco nun in seiner Wut. Hol sie doch der Teufel, die Küche und Ikea und meine Frau obendrein. Dass sie unbedingt mehr als er verdienen musste, war ihm ein Nagel im Handgelenk. Ein einfaches Leben genügte ihr nicht. Sie wollte ein Kindermädchen. Seinetwegen kein Problem, wenn es doch nur so ein junges Ding gewesen wäre. Sie bestimmte einfach alles. Sie wollte die Hosen anhaben und er ließ sie sich runterreißen. Die Mädchen sind in die Bett, ich mache Essen für sie, gehen und sagen Gute Nacht zu Elena und Julia. Luisa griff ohne zu schauen
in einem dieser Hochglanzschränke nach dem Reis und ließ Salz in den Topf schneien. Marco fühlte sich an seine Mutter erinnert, so voller Verständnis und Zärtlichkeit. Wie er Luisa liebte, wenn sie ihn an seine Mutter erinnerte. In diesen Momenten freute er sich darüber, dass das Hausmädchen keine Pornofantasie war. Ihm wurde klar, was schiefgelaufen war. Die Frauen hatten ihre Weiblichkeit verloren. Für wen haben die Männer unzählige Liebesgedichte, Romane, Theaterstücke geschrieben? Für wen wurden Kriege geführt? Wer brachte den Mann dazu, sich ständig zu beweisen oder gar in die Hölle einzudringen? Sicher nicht Klaus, Karl-Heinz oder Horst. Waren es nicht Helena, Julia oder Beatrice? Hätten die Männer so viel gewagt, wenn diese Frauen Haare auf den Zähnen gehabt hätten oder wie ihresgleichen das Schwert geführt hätten? Hätte Rocky Adrian geschrien, wenn sie wie Mr. T ausgesehen hätte und eiskalt wie Ivan Drago gewesen wäre? Marco stand immer noch in der Mitte der Küche und sah Luisa zu, wie sie den Sellerie schnitt. Er glaubte, der Sellerie genoss die scharfe Klinge. So liebevoll drang Luisa damit in das Gemüse. Jetzt aber hochgeh, kindermüde. Ja, hoch, richtig. Von seinen titanischen Gedanken begleitet, stieg er im Flur die Treppe zu den Schlafzimmern empor. Seine Schritte wurden durch einen moosig grünen Teppich gedämpft. Wo er auch hinsah, überall hingen Bilder von einer glücklichen Familie. Lachende Kinder, eine lachende Frau und auch ein lachender Mann. Jetzt fühlte er, dass dieses stumme Lachen eine große Lüge gewesen war oder zumindest seit einiger Zeit eine Heuchelei darstellt. Soeben schaltete er das Licht für den oberen Treppenflur ein, als er von der Küche ein »Arme Mann« hörte. »Luisa, haben Sie etwas gesagt?« Nichts. »Luisa!« Er stützte sich am wackligen Holzgeländer ab und lauschte in die Stille. Nichts geschah. Vielleicht hatte er sich auch verhört. Die letzten 3 Stufen nahm er mit einem Satz. Langsam trat er zur Tür des Kinderzimmers, öffnete sie sacht und spähte ins Halbdunkel. Sie schienen zu schlafen. Es roch nach gezuckerten Früchten. Er horchte in die Dunkelheit und verließ ganz leise den Raum. Als er die Tür schloss, hörte er ein Murmeln. Froh, aber nicht verwundert darüber, dass sie ihn nicht gebeten hatten, noch ein Weilchen bei ihnen zu bleiben, schlich er die Treppe hinunter. Vorbei an der Wand zur Schau gestellten, glücklichen Familie. Von der Küche drang das klirrende Geräusch von Gläsern in seine Ohren. Das erinnerte ihn an seine Kindheit, wenn er mit großer Freude seiner Mutter beim Einräumen des Geschirrs zusah und sie dabei sang. Sie war keine von diesen schwachen Müttern, die aus mangelnder Intelligenz mit Härte regierten, um sich zumindest für einige wenige Jahre die Genugtuung zu sichern, auch einmal geachtet oder gar gefürchtet zu werden. Seiner Mutter erlag Marco durch ihre Güte und ihre Schönheit. Sie hatte langes, glattes, schwarzes Haar, das sie immer offen trug. Ihr Gesicht war die reine Liebe. Sie hatte volle, sinnliche Lippen, große Augen und eine liebevoll rundliche Nase. Seine Achtung vor ihr hatte sich nie geändert. Sie hatte Verständnis für das Kinderherz gehabt. Sie schickte den kleinen Marco mit einem Lächeln zum Spielen. Jetzt ist die Zeit für Spiele. Die Zeit der Pflichten wird bald auf dich zukommen, wenn du ein Mann bist. Und sie wird dich nie wieder loslassen. Also geh schon, mein Kleiner.
Nie vergaß er, wie sie ihm dabei zärtlich auf die Nase stupste. Doch daraufhin schnappte er sich einen Lappen und half seiner Mutter beim Abtrocknen. Diese Zärtlichkeit brachte ihn dazu, alles für sie zu tun. Nie Groll, er empfand bei ihr keinen Zwang. Seine Mama gab ihm nie das Gefühl, allein zu sein, obwohl er ein Einzelkind war und sein Vater sich entschlossen hatte, sein Leben ohne dessen Frau und Sohn zu verbringen, als Marco gerade 9 geworden war. Nun, da er selbst verheiratet war und 2 Töchter hatte, nahm er ihm das nicht mehr übel. Im Gegenteil, irgendwie hatte er Verständnis für seinen Vater entwickelt. Wie gerne würde er hier ebenfalls alles zurücklassen. Eine Sache aber konnte er seinem Vater nicht verzeihen. Er verstand nicht, wie er es fertiggebracht hatte, eine Frau wie seine Mama zu verlassen. Wäre Johanna nur ein wenig wie seine Mutter, er würde nicht aufhören, sie zu lieben. Luisa war fertig. Sie bereitete sich vor, um nach Hause zu gehen. Dass Marco inzwischen im dunklen Flur auf einem Stuhl saß, hatte sie nicht bemerkt. »Gute Nacht, Luisa.« »Meine Gott, wo sind Sie?« »Ich sitze hier.« »Wo?« »Egal, kommen Sie gut nach Hause.« »Danke, schlafen Sie gut. Warten auf Ihre Frau, bitte. Gute Nacht, Luisa.« Die massive Tür schloss geräuschlos. Gelangweilt setzte er sich in die dunkle Küche. Schläfrig zählte Marco die Schläge des Sekundenzeigers der gähnenden Wanduhr. Vom Küchenfenster konnte man genau sehen, wer durch den Hof zur Tür ging, vorausgesetzt, jemand würde diesen Weg nehmen. Die Nacht war grau, sternenlos und schwül. Lediglich die schwarzen Schatten der Kastanienbäume fielen auf den Weg und Marco ins Auge. Genervt von Johanna und ihrer vermeintlichen Wichtigtuerei ging er in das Badezimmer. Ihn störte enorm, dass seine Frau eine grüne Zahnbürste hatte. Konnte sie nicht einfach eine lila oder rosafarbene haben? Erst als er zu Ende gepinkelt hatte, bemerkte er, dass er auf der Klobrille saß. In einem Ruck schoss ihm das Blut in den Kopf, er sprang auf und schüttelte seinen Penis vergebens. Er gehorchte ihm schon lange nicht mehr, damit dieser einige Tropfen auf die Klobrille plätschern ließ. Doch die Klobrille blieb trocken. Marco fühlte sich verraten. Auch ihn hatte Johanna auf ihre Seite gezogen. »Sex ist mir nicht mehr so wichtig, mein Schatz. Was zählt, ist, dass wir zusammenhalten und uns gegenseitig unterstützen. Schließlich sind wir ja keine Affen.« Das waren ihre Worte gewesen und sein Verderben. So erbärmlich war seine Lage, dass er an einigen verzweifelten Tagen und vor allem Nächten die arme Luisa in seinen Träumen heftig rannahm. Als er seine Zähne geputzt hatte, hörte er Johannas dicken Wagen in die zweite, die größere Garage fahren. Schnell schaltete er das Licht aus und rannte ins Schlafzimmer, entkleidete sich und schlüpfte erst in seinem Pyjama und dann unter die dünnen Laken. Eigentlich hätte man keine Decke gebraucht, aber ohne fühlte er sich angreifbar. Als Kind hatte er daran geglaubt, dass Monster mit ihren Klauen Decken nicht durchbohren können. Wie unvorteilhaft es doch ist, wenn man gute Konzepte aus der Kindheit nicht in die Erwachsenenwelt mitführt. Johanna ließ nicht lange auf sich warten. Es vergingen keine 15 Minuten, da lag sie schon neben ihm. Still, kurzatmig. Sie streckte ihre Arme nicht nach ihm aus. Marco
blieb regungslos auf dem Rücken liegen. Er war damit beschäftigt, kontrolliert zu atmen. Es fiel ihm zunehmend schwerer, wenn er daran dachte, was für einen törichten Schlafanzug sie ihm aufgeschwatzt hatte. Es fehlte nur die passende Mütze. Wann hatte er wohl in seiner Jugend den Moment verschlafen? Wann war der Zeitpunkt gewesen, sich vor so einem Leben zu bewahren? »Schläfst du, Liebling?« Im Dunkeln spürte er, wie sie ihm einen Blick zuwarf. »Nein, was für ein Tag, ich kann dir sagen, das ist kein Zuckerschlecken.« »Das geht nicht nur dir so«, warf er trocken hin. »Bist du gereizt?« »Ich? Gereizt?« »Keineswegs. Du bist gereizt, ich kenne dich doch.« Dabei strich sie die Decke glatt. »Sicher, dass du mich kennst?« »Was soll das?« »Ich bin müde und möchte schlafen, entschuldige, gute Nacht.« Er wälzte sich auf die Seite. Das war nicht nur kindisch, sondern auch idiotisch. Zu seiner Entschuldigung muss angeführt werden, dass ihre Psychogeschichten ihn mittlerweile langweilten, und dieses Ich zu hören, war auch keine willkommene Abwechslung. Kurz nach diesem, für deren Verhältnisse intensiven Gesprächs, hörte er sie ganz leise atmen. Sie war eingeschlafen. Für Marco zog sich die Nacht in die Länge. Draußen fingen die Hunde aus der Nachbarschaft an, fürchterlich zu jaulen. Sie stachelten sich gegenseitig an. Irgendwann hörte er dem Gesang eines Vogels zu. Vielleicht war es eine Lerche. Seine Frau neben ihm, das große Bett, der zwitschernde Vogel. Plötzlich fühlte er sich fremd. »Bumsen?« flüsterte er im Halbdunkel. Sie seufzte. Am nächsten Morgen regnete es.